Wir sind hier am Stand von Metrom auf der Analytica 2024 hier in München. Bei mir ist Herr Wetzel von der TU München. Also ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wir kriegen ja auch immer wieder die Rückmeldung, wie viel noch mit der Glasbürette titriert wird. Also, aber die Realität ist eigentlich eine andere heute, es sollte eine andere sein. Denke ich mir eigentlich auch immer. Ich sage eigentlich auch, naja, Bürette soll man lernen, einfach um das Feeling zu kriegen, mal die Grundoperationen. Aber grundsätzlich bin ich ja der Meinung, Bürette gibt es doch eigentlich kaum mehr. Aber das täuscht schon. Also ich kriege es auch immer wieder mit, auch von Kollegen, gerade so im Umweltbereich, die sagen, nee, die haben dann schon immer noch mal Bürette, teilweise auch im Feld draußen, wo ich sage, okay, gut, sportlich. Da gibt es auch immer kleine, nette Titratoren, die man da hernehmen könnte. Ja. Wo es halt auch, ich finde es einfach ein bisschen besser nachvollziehbar nachher. Indikator oder sowas, der hat er doch, jeder sieht es ein bisschen anders. Genau. Die Elektrode, Potentiometrie, sagen wir mal, die sieht es im Prinzip immer gleich. Auch wenn der Wert nicht immer gleich ist, aber das ist einfach in der Natur der Mathematik, würde ich jetzt einfach mal das haben. Okay. Vor allem, wenn Sie kommen und sagen, Herr Wetzel, hätten Sie mal eine Bürette? Dann sage ich, nein, wir machen das nicht mit der Bürette, ich hätte da was viel Schöneres. Und zeigen dann halt Titratoren. Okay. Damals mittlerweile bin ich so weit gegangen, dass man diese, ich glaube, Eco-Titratoren, die haben jetzt relativ neu, 10 Stück für Anfängerpraktika. Erst Bürette und dann Eco-Titrator. Damit man mal den Unterschied sieht, was es einfach an moderner Technik für Praktika eigentlich auch gibt. Und das hat sich bewährt? Ja, also am Anfang waren die Studenten ein bisschen zurückhaltender. Mittlerweile, wenn man Freiwillige sucht, melden sich mehr, als ich Geräte habe. Okay. Also und teilweise müssen sie es auch komplett machen nachher, in Gruppen durchgetaktet. Okay. Und das finden sie schon interessant. Das ist einfach mal andere Möglichkeit. Jetzt mal weg von der Titration. Was kennen Sie sonst noch von der Metrom? Ich mache noch Ionenchromatographie, habe ich noch eine kleine. Also kennen ist es übertrieben, aber die Raman-Geräte kenne ich zumindest rudimentär. Ich versuche immer mal sowas ins Praktikum reinzubekommen, gebe aber nicht auf. Also noch habe ich es nicht geschafft, aber gut Ding will Weile haben, sage ich immer. Ja, und Sie meinen jetzt dieses Handheld Raman, das Mira? Auch sowohl stationär als auch das Handheld. Handheld finde ich halt ganz praktisch, könnte man im Praktikum gut einsetzen. Mit der Standarddatenbank können die mal durch den Kolben einfach mal schauen, wie ist die Reaktion schon ablaufen. Also so würde ich mir das vorstellen. Aber da muss ich mir erst die Leute überzeugen, dass das halt... Ja, also sagen wir, aber die Raman-Spektroskopie ist jetzt angekommen, sage ich mal, etabliert als eine Analysentechnik, die Sie dann im Praktikum vermitteln. Theoretisch. Praktisch haben wir da noch nichts. Also in der Forschung gibt es da mehrere Geräte, aber im Praktikum ist es halt nur Theorie leider. Also beziehungsweise im Studium ist es eigentlich nur Theorie. Da wird eigentlich so noch nicht viel Raman gemacht. Das ist ein Zufall, aber jetzt war gerade die Feuerwehr München hier und hat sich beraten lassen. Die benutzen es, glaube ich, schon seit 10 Jahren und wollen jetzt ihre früheren Geräte ablösen. Und da hatte ich jetzt den Eindruck, da ist es praktisch schon etabliert. Da geht es jetzt eher noch darum, was kann man alles messen und ist es in der Datenbank enthalten. Da haben wir, glaube ich, auch gerade Rede gehabt, wäre vielleicht sogar für unsere Werksfeuerwehr, müssen wir mit denen ja auch mal reden, ob die vielleicht auch an sowas Interesse hätten nachher. Gerade auch so auf einem Campus mit Chemie und sowas ist manchmal gar nicht schlecht, wenn man vielleicht sowas dabei hat. Die haben zwar ihre Datenbanken, aber wenn man halt was messen kann und dann wirklich dediziert feststellen kann, die Verbindung ist es, dann kann ich besser nachschauen. Also wäre schon eine interessante Sache. Haben Sie eine Präferenz für die Marke Metrom? Also ich frage jetzt einfach mal. So als Anekdote bei mir in der Uni werde ich immer gefragt, ob ich was von Metrom dafür bekomme, dass ich immer Metrom kaufe, sage ich nein. Ich kaufe es ja, weil es einfach passt bei mir. Also wie gesagt, 25 Jahre arbeite ich jetzt fast mit Metrom und viele Dinge, auch so wie ich es mache, kann ich im Moment eigentlich nur mit Metrom-Geräten machen nachher, weil die Größe kann so kein anderer, also diese Gleichzeitigkeit. Ich habe eine Liquid-Handling-Anlage mit 20 Dosinos, die ich auch theoretisch, jetzt nicht gleichzeitig, aber unabhängig voneinander ansteuern kann und hintereinander füllen kann, ohne dass ich was umbauen muss. Und das war vor 10 Jahren, als ich damit angefangen habe, meines Wissens immer noch genauso, wie es heute ist. Weil andere können halt nicht so viel. Also es ging ja noch mehr, aber im Moment... Dann müssen Sie jetzt aber in absehbarer Zeit den Wechsel zu Omnis einleiten. Ja,
habe ich auch schon, zumindest in Teilen. Also einen Omnis Titrator, Omnis Software habe ich schon, Wechsler noch nicht. Bin immer wieder schauen, das ist ein bisschen eine Spezialität, so wie wir halt, also die Gefäße, die ich habe, da bräuchte ich halt ein etwas customizederes Rack. So wie ich es jetzt bei den alten Wechslern, bei den 815ern auch habe. Dann wird die Sache sehr interessant machen und ausbaufähig. Also bin ich seit Omnis gibt, habe ich das schon im Hinterkopf, immer mal wieder nachfragen, wie schaut es aus, welche Entwicklung gibt es gerade neu. Weil, also ich sage mal, früher oder später ist das bei mir schon auf dem Plan und möchte eigentlich dann schon einen Omnis-Wechsler kaufen. Er ist ein bisschen kompakter, modularer. Jetzt auch, habe ich schon gesehen, mit der neuen Technik für Kolometer. Genau. Verwende ich auch einen alten Thermobrett, jetzt auch im Praktikum sogar mittlerweile. Und da möchte ich dann auch in Zukunft dann wieder mal alles auf eine Plattform bekommen. Genau, weil jetzt dieses Jahr eben, Sie haben es erwähnt, mit dem Launch vom Omnis Coolometer decken jetzt eigentlich alle Titriermodi ab, also alle Titrationsarten und sind jetzt eigentlich da, wo wir, sag ich mal, mit Tiamo und Titrando an ein Ende gekommen sind. Ja. Wann ist Ihnen das erste Metrum-Gerät über den Weg gelaufen? Eigentlich ist mein erstes Metrum-Gerät was in der Ausbildung. Da hatten wir einen Karl Fischer und da habe ich das erste Mal Metrum-Gerät gesehen. Nur keine Ahnung gehabt, was das eigentlich macht. Das kam dann eigentlich später erst, als ich dann zum Arbeiten angefangen habe. Hatten wir dann sogar noch Tito-Prozessoren und kleinere Titrino-Geräte. Die haben wir dann sukzessive abgeschafft nachher. Nachdem halt dann nach, keine Ahnung, 20 Jahren doch mal keine Ersatzteile mehr verfügbar waren, konnte man Gott sei Dank einen Titrando kaufen. Es war auch nicht einfach, das den Kollegen damals, die damals so ungefähr mein Alter heute haben, denen zu erklären, sie müssen jetzt mit einem Computer arbeiten. Also mit einem PC direkt oder mit einem Touch-Control. Das war nicht so immer einfach, aber schlussendlich wurde es gemacht. Und ja, heute gerät da kein Hahn mehr danach, sage ich mal. Da ist das einfach Standard. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, verbinden Sie 3 Begriffe mit Metrum, was würden Sie da sagen? Also, also der Service, das ist schon mal, das erkläre ich auch jedem. Ja, Metrum kostet Geld, keine Frage. Aber dafür habe ich ein Applikationslabor im Hintergrund. Ich rufe an und bekomme eine Antwort. Ob die mir jetzt immer gefällt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich bekomme was und kann damit arbeiten. Das kostet mich nichts. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, den ich sehr schätze eigentlich, dass da immer jemand da ist, den ich fragen kann und man eine Antwort kriegt. Dann natürlich Robustheit der Geräte. Also kann ich gar nichts sagen. Jetzt ist man im öffentlichen Dienst nicht so mit Wartungen gesegnet, sage ich mal, oder Wartungsverträgen wie in der Pharma. Und die Geräte laufen, sage ich mal, auch in dem Modus, wo ich es brauche, ohne Probleme. Also da habe ich kann das selber, gewisse Dinge selber tauschen, Glaszylinder mal oder sowas. Kein reguliertes Umfeld, muss ich sowas nicht machen. Passt es und es läuft. Und braucht eigentlich fast nie einen Techniker, ob das jetzt also Anwendungssupport, Qualität. Ja. Und das dritte? Ja, das passt schon. Fällt mir tatsächlich nichts mehr dazu ein. Aber die 2 Sachen sind für mich eigentlich das absolute unschlagbare Kriterium. Gut, Modularität könnte man vielleicht noch sagen von der Art und Weise her, was die Geräte alles können nachher. Oder jetzt mit Omnis nachher. Die Erweiterbarkeit, das ist schon eine gute Sache. Ja, genau. Ja, genau. Das ist schon sehr passt gut an. Hier auf der Messe präsentieren wir zum ersten Mal die Nahinfrarotspektroskopie auf der Omnis-Plattform Omnis NIRS. Deshalb auch hier überall Good Vibes with Omnis NIRS. Und klar, das Ziel ist dann, sage ich mal, das ganze Portfolio letztendlich auf dieser Plattform aufzusetzen. Herr Wetzel, vielen Dank. Ja, gerne.